Lektion 1: Das Zuhause vorbereiten. Die Vorbereitung unseres Zuhauses ist eine aufregende Zeit. Ja, ich habe wie verrückt gebrütet. Was haben Sie organisiert? Hauptsächlich Babyzimmer und Küchenutensilien. Das ist so wichtig. Jedes Detail zählt. Genau. Ich möchte, dass alles perfekt ist. Haben Sie ein Thema für das Kinderzimmer ausgewählt? Ich denke an ein Naturthema. Das klingt schön und beruhigend. Lektion 2: Zahnärztlicher Check. Er betrachtete meine Vorderzähne und meine Backenzähne. Das klingt nach einer gründlichen Untersuchung. Ja, er sagte mir, dass die Backenzähne besondere Pflege benötigen. Was hat er empfohlen? Mehr Zähneputzen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Das ist ein guter Rat. Prävention ist der Schlüssel. Absolut. Ich möchte mein Lächeln gesund halten. Ein strahlendes Lächeln macht einen tollen Eindruck. Ich werde seine Tipps unbedingt befolgen. Lektion 3: Kürbisgespräch. Haben Sie schon einmal einen Kürbis für Halloween geschnitzt? Ja, das mache ich gerne. Es macht so viel Spaß, ein gruseliges Gesicht zu kreieren. Was schnitzt du normalerweise? Ich mache gerne traditionelle Kürbislaternen. Sie sehen toll aus, wenn sie beleuchtet sind. Rechts. Das Licht im Inneren lässt sie lebendig aussehen. Genau. Es verleiht ihnen nachts einen magischen Glanz. Fügen Sie irgendwelche Dekorationen hinzu? Manchmal stelle ich Blätter und kleine Kerzen herum, um einen zusätzlichen Effekt zu erzielen. Das klingt wunderschön. Haben Sie ein Lieblingskürbisdesign? Lektion 4: Philosophische Gedanken. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Philosophen Poesie interpretieren? Ja. Sie sagen oft, dass es eines metaphorischen Ansatzes bedarf. Das ist interessant. Warum glauben Sie, dass das so ist? Weil Poesie tiefe Emotionen und Ideen ausdrücken kann, die über die wörtliche Bedeutung hinausgehen. Wahr. Es öffnet die Tür zu verschiedenen Interpretationen. Genau. Jeder Leser kann in den Versen etwas Einzigartiges finden. Haben Sie einen Lieblingsdichter, der Metaphern verwendet? Ich bewundere Robert Frost wirklich für seine lebendige Bildsprache und Tiefe. Er ist großartig. Seine Gedichte regen zum Nachdenken auf mehreren Ebenen an. Lektion 5: Schnorchelabenteuer. Ich hatte ein interessantes Erlebnis, als ich beschloss, schnorcheln zu gehen. Ach wirklich? Was ist passiert? Ich sah so viele bunte Fische um mich herum schwimmen. Das klingt erstaunlich. War es Ihr erstes Mal? Ja, und ich war zuerst etwas nervös. Ich kann es mir vorstellen. Aber sobald man im Wasser ist, lohnt es sich. Absolut. Es fühlte sich an, als würde man eine andere Welt betreten. Ich würde auch gerne das Schnorcheln ausprobieren. Wo bist du hingegangen? Ich ging zu einem wunderschönen Korallenriff. Die Aussicht war atemberaubend. Lektion 6: Skiabenteuer.
Sind Sie schon einmal Ski gefahren? Ja, ich finde es so spannend. Und du? Ich liebe es auch. Manche Leute fahren sogar lange Strecken auf ebenem Untergrund Ski. Das ist interessant. Normalerweise bevorzuge ich die Pisten. Pisten sind spannend. Aber flaches Skifahren kann entspannend sein. Wahr. Es ist eine andere Art von Herausforderung. Haben Sie einen Lieblingsskiort? Ich liebe Skifahren in den Bergen. Die Aussicht ist atemberaubend. Das klingt perfekt für ein Winterabenteuer. Lektion 7. Budgetgespräche. Hey, hast du über das Gehaltsangebot nachgedacht? Ja, ich denke, es ist für meine Erfahrung etwas niedrig. Was schlagen Sie uns vor? Ich könnte mit einer höheren Zahl kontern. Das ist eine gute Idee. Welchen Betrag erwägen Sie? Vielleicht etwa 10% mehr als Ihr Angebot. Das klingt vernünftig. Glauben Sie, dass Sie darüber nachdenken werden? Ich hoffe es. Ich glaube, dass es meine Fähigkeiten widerspiegelt. Haben Sie Ihre Gründe für die Erhöhung vorbereitet? Lektion 8. Fotografieleidenschaft. Fotografieren macht dir Spaß? Ja, ich liebe Straßenfotografie. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Landschaftsfotografie. Es ist so friedlich. Das klingt entspannend. Haben Sie einen Lieblingsort? Auf jeden Fall die Berge. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Ich mag es, Menschen in der Stadt einzufangen. Das muss spannend sein. Hast du einen Lieblingsmoment? Einmal habe ich einen Straßenmusiker eingefangen, der wunderschön spielte. Wow, das muss magisch gewesen sein. Lektion 9. Freundschaftswerte. Wie wichtig sind dir Freunde? Sehr wichtig. Gute Freunde machen das Leben so viel besser. Ich stimme zu. Ich habe das Glück, eine enge Gruppe zu haben. Ja, sie unterstützen mich in schwierigen Zeiten. Genau. Kennst du sie schon lange? Die meisten davon seit der Highschool. Es war eine Reise. Das ist wunderbar. Hängt ihr oft zusammen ab? Wann immer wir können. Wir lieben Spieleabende. Klingt nach viel Spaß. Die genieße ich auch. Lektion 10. Reisetipps. Irgendwelche Tipps zur Buchung von Bahntickets? Sicher. Entscheiden Sie sich zunächst für Ihr Reiseziel. Guter Punkt. Was kommt als nächstes? Suchen Sie online nach Angeboten. Sie können viel sparen. Das stimmt. Gibt es bestimmte Websites, die Sie empfehlen? Ja, ich nutze oft Trainline und Rail Europe. Großartig. Wie sieht es mit dem Timing aus? Normalerweise hilft es, im Voraus zu buchen. Das werde ich mir merken. Wie sieht es mit Lastminute-Angeboten aus? Lektion 11. Einfache Freuden. Finden Sie Freude an kleinen Dingen?
Absolut. Es sind die kleinen Momente, die zählen. Ich stimme zu. Als würde man eine warme Tasse Kaffee genießen. Ja. Oder den Sonnenuntergang nach einem langen Tag beobachten. Diese Momente können so friedlich sein. Genau. Sie erinnern uns daran, das Leben zu schätzen. Was macht Ihnen sonst noch Freude? Das Hören meiner Lieblingsmusik hebt meine Stimmung immer. Musik ist kraftvoll. Es kann Ihre Stimmung sofort ändern. Lektion 12: Geschichte bewahren. Ist Ihnen aufgefallen, wie viel Wert die Menschen mittlerweile auf alte Gebäude legen? Ja. Es ist erstaunlich, den Respekt vor der Geschichte zu sehen. Ich denke, es ist wichtig, unser Erbe zu bewahren. Absolut. Sie erzählen Geschichten aus der Vergangenheit. Genau. Einige Gebäude haben eine einzigartige Architektur. Das tun sie. Es ist faszinierend, ihre Geschichte zu erfahren. Was ist Ihre liebste historische Stätte? Ich liebe es, alte Schlösser zu besuchen. Sie sind so großartig. Schlösser haben eine so reiche Geschichte. Ich genieße auch Museen. Lektion 13: Schmuck einkaufen. Haben Sie hier schönen Schmuck gefunden? Ja. Ich suche eine Halskette. Und du? Ich stöbere nur, aber ich liebe Ringe. Ringe sind wunderschön. Hast du einen Lieblingsstil? Ich bevorzuge Vintage Designs. Sie haben Charakter. Windhage ist herrlich. Ich mag bunte Edelsteine. Diese verleihen jedem Outfit einen schönen Touch. Genau. Glauben Sie, dass sich die Investition lohnt? Definitiv. Sie können es mit der Zeit schätzen. Lektion 14: Die Bindung der Natur. Haben Sie schon von der Verbindung zur Natur gehört? Ja. Viele Kulturen haben tiefe spirituelle Bindungen zum Land. Es ist faszinierend, wie Menschen ihre Umwelt sehen. Absolut. Die Natur kann sehr heilsam sein. Ich finde, wir sollten mehr Zeit draußen verbringen. Ich stimme zu. Es hilft, Stress abzubauen und Freude zu bereiten. Welche Aktivitäten genießen Sie in der Natur? Wandern ist mein Favorit. Es ist jedes Mal ein Abenteuer. Das hört sich großartig an. Ich liebe Camping unter den Sternen. Lektion 15: Politische Bestrebungen. Haben Sie von den politischen Veränderungen in Texas gehört? Ja. Es ist interessant, wie aus Gemeinschaften Führungskräfte hervorgehen. Genau. George W. Bush begann dort seine Reise. Er hat es getan. Es zeigt, wie lokale Führungskräfte aufsteigen können. Was motiviert Sie Ihrer Meinung nach? Der Wunsch, etwas zu bewirken, glaube ich. Das stimmt. Sie haben oft starke Bindungen zur Gemeinschaft. Ja, und sie verstehen die lokalen Probleme sehr gut. Ich bewundere diejenigen, die die Führung übernehmen. Lektion 16: Flughafennavigation.
Kennen Sie dieses Flughafenlayout? Ein bisschen. Es kann manchmal verwirrend sein. Ja. Ich überprüfe immer die Karten, bevor ich fliege. Gute Idee. Es hilft, Stress zu vermeiden. Welche Tipps haben Sie zur Navigation? Befolgen Sie die Schilder sorgfältig und bitten Sie bei Bedarf um Hilfe. Das ist klug. Ich komme gerne früh an, um die Gegend zu erkunden. Ebenfalls. Es ermöglicht einen entspannten Start in die Reise. Gefallen Ihnen Flughäfen? Lektion 17, bleibende Gedanken. Mach dir keine Sorge, du bist immer in meinen Gedanken. Das ist so süß. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich werde dich nie vergessen, egal wohin uns das Leben führt. Das bedeutet mir sehr viel, unsere Freundschaft ist etwas ganz Besonderes. Ja, das ist es wirklich. Wir haben so viele wundervolle Erinnerungen geteilt. Absolut. Ich schätze jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Erinnerungen schaffen können. Ich auch. Lassen Sie uns versprechen, in Kontakt zu bleiben, egal was passiert. Definitiv. Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Lektion 18, Hoteldienstleistungen. Guten Morgen. Bietet dieses Hotel einen Express-Checkout an? Ja, das tun sie. Es erleichtert den Abschied. Das ist so praktisch. Wie sieht es mit den Frühstücksoptionen aus? Es gibt ein Buffet und einen Zimmerservice. Perfekt. Ich liebe es, im Bett zu frühstücken. Es ist so ein Genuss. Hast du heute irgendwelche Pläne? Ich denke darüber nach, die nahegelegenen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Das klingt spannend. Ich könnte mich Ihnen anschließen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Gar nicht. Je mehr, desto besser. Lektion 19, Markttrends. Ich habe gehört, dass Unternehmen Märkte in Asien erkunden. Ja, es ist eine wachsende Chance für viele Unternehmen. Ich frage mich, auf welche Produkte sie abzielen. Wahrscheinlich Technik und Konsumgüter. Die sind beliebt. Macht Sinn. Was ist mit Südamerika? Es ist ein vielfältiger Markt mit einzigartigen Bedürfnissen. Genau. Unternehmen müssen ihre Strategien anpassen. Wahr. Das Verständnis der lokalen Kulturen ist der Schlüssel. Ich würde gerne mehr über das internationale Geschäft erfahren. Lektion 20, Essensgenuss. Ich möchte, dass wir beide das Essen genießen. Ich weiß es zu schätzen, dass du ein toller Freund bist. Was halten Sie davon, dieses neue italienische Restaurant auszuprobieren? Das klingt erstaunlich. Ich liebe Pasta. Sie sagen, Ihre Lasagne sei die beste der Stadt. Ich bin schon gespannt. Was ist dein Lieblingsgericht? Einem guten Risotto kann ich nie widerstehen. Risotto ist so cremig und lecker. Genau. Und wir könnten uns anschließend ein Dessert teilen. Lektion 21, Autos und Ideen.
Haben Sie schon einmal über die Geschichte benzinbetriebener Autos nachgedacht? Es ist faszinierend. So viele Erfinder haben dazu beigetragen. Rechts. Das erste Erfolgsmodell war ein echter Durchbruch. Ich habe gelesen, dass es in der Anfangszeit viele Herausforderungen gab. Genau. Sie mussten ständig technische Probleme lösen. Und jetzt haben wir so fortschrittliche Technologie. Wahr. Auch Elektroautos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Es ist interessant zu sehen, wie weit wir gekommen sind, nicht wahr? Ja. Die Zukunft sieht für den Transport spannend aus. Lektion 22: Astronomische Entdeckungen. Wussten Sie, dass ein Astronom die Ansicht von Kopernikus unterstützte? Ja. Es veränderte unser Verständnis des Universums. Seine Beobachtungen waren bahnbrechend. Sie haben wirklich dazu beigetragen, die wissenschaftliche Revolution voranzutreiben. Stellen Sie sich vor, wie mutig er gewesen sein muss, seine Ideen zu teilen. Absolut. Damals brauchte es viel Mut. Es ist inspirierend, über diese frühen Wissenschaftler nachzudenken. Ihre Entdeckungen beeinflussen uns noch heute. Ich liebe es, etwas über Astronomie und ihre Geschichte zu lernen. Lektion 23: Auf die Größe kommt es an. Das ist wichtig, sich daran zu erinnern. Kennen Sie die Größenbeschränkungen? Ja, Sie können Ihre Pläne wirklich beeinflussen. Genau. Es ist wichtig, dies vor der Buchung zu überprüfen. Ich stimme zu. Ich hatte einmal Probleme, weil ich mich nicht verifiziert habe. Das klingt frustrierend. Was ist passiert? Ich musste in letzter Minute meine gesamte Reiseroute ändern. Oh nein. Das muss stressig gewesen sein. Das war es, aber ich habe meine Lektion gelernt. Es ist immer gut, diese Details noch einmal zu überprüfen. Lektion 24: Schlafstörungen. Es war gut, aber etwas unruhig. Hatten Sie Schlafstörungen? Ja, ich bin die ganze Nacht über wach geworden. Das ist das Schlimmste. Haben Sie versucht, etwas zu helfen? Ich tat es, aber nicht schien zu funktionieren. Manchmal kann ein warmes Getränk helfen. Das werde ich das nächste Mal versuchen. Was ist mit dir? Normalerweise höre ich beruhigende Musik. Das klingt nach einer tollen Idee. Lektion 25: Sicherheit zu Hause. Hey, haben Sie jemals darüber nachgedacht, ein Heimsicherheitssystem einzurichten? Ich habe. Es könnte Geld sparen, oder? Genau. Außerdem können Sie es anpassen. Das ist ein toller Punkt. Was würden Sie einbeziehen? Ich würde mit Kameras und Bewegungssensoren beginnen. Gute Wahl. Intelligente Schlösser könnten ebenfalls nützlich sein. Definitiv. Sie fügen eine weitere Sicherheitsebene hinzu. Ich liebe es, dass wir die Kontrolle über unsere Sicherheit übernehmen können. Es gibt uns Kraft zu wissen, dass wir es selbst schaffen können. Lektion 26: Strandurlaub. Nun, ich habe einige Reiseziele recherchiert.
Wie wäre es mit einem Strandurlaub? Das klingt perfekt. Ich liebe den Strand. Ich auch. Entspannen am Wasser ist das Schönste. Haben Sie einen bestimmten Strand im Sinn? Ich dachte an die Küstenstadt, die wir lieben. Tolle Idee. Es hat eine wunderschöne Aussicht. Und auch köstliche Meeresfrüchte. Ja. Wir sollten bald eine Reise planen. Lektion 27, patriotische Szenen. Im Jahr 1871 war Patriotismus in der Kunst ein häufiges Thema. Das ist interessant. Was für Szenen? Viele zeigten historische Ereignisse und Helden. Diese Kunstwerke müssen sehr kraftvoll gewesen sein. Sie waren. Sie erweckten Stolz und Einigkeit. Es ist erstaunlich, wie Kunst die Gesellschaft widerspiegeln kann. Genau. Kunst erzählt Geschichten aus der Vergangenheit. Ich liebe es, etwas über Kunstgeschichte zu lernen. Ebenfalls. Es verbindet uns mit unseren Wurzeln. Lektion 28, Zeitmanagement. Wie gehen Sie mit unerwarteten Unterbrechungen um? Normalerweise plane ich in meinem Zeitplan Pufferzeit ein. Das ist klug. Es hilft, Stress abzubauen. Genau. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben. Fällt es Ihnen leicht, sich anzupassen? Die meiste Zeit. Es braucht einfach Übung. An dieser Fähigkeit muss ich arbeiten. Mit der Zeit wirst du den Dreh rauskriegen. Danke für den Rat. Lektion 29, Reisemöglichkeiten. Welche Länder erwägen Sie für eine Reise? Ich bin hin und hergerissen zwischen Italien, Spanien und Frankreich. Das sind alles schöne Entscheidungen. Ich weiß. Jedes hat seinen einzigartigen Charme. Italien ist großartig für Geschichte und Küche. Absolut. Und Spanien hat fantastische Strände. Frankreich ist auch perfekt für Kunst und Kultur. Genau. Es ist so eine schwere Entscheidung. Vielleicht könnten Sie eines Tages alle drei besuchen. Lektion 30, Naturfluchten. Verbringen Sie gerne Zeit in der Natur? Ja. Es ist erfrischend und verjüngend. Was ist deine liebste Outdoor-Aktivität? Wandern ist einer meiner Favoriten. Das hört sich lustig an. Gibt es unvergessliche Wanderungen? Ich bin einmal einen wunderschönen Weg mit atemberaubender Aussicht gewandert. Ich würde gerne mehr darüber hören. Es war eine herausfordernde, aber lohnende Erfahrung. Die Natur inspiriert uns immer. Lektion 31, Hotelbuchung. Hallo, ich möchte ein Hotelzimmer buchen. Sicher. Wie viele Nächte planen Sie zu bleiben? Ich brauche es für 3 Nächte. Haben Sie Empfehlungen? Ja, wir haben ein schönes Hotel in der Innenstadt mit tollen Annehmlichkeiten. Das klingt perfekt. Was ist die Preisspanne?
Es ist ziemlich vernünftig, etwa $120 pro Nacht. Großartig. Kann ich es jetzt buchen? Natürlich. Ich benötige lediglich Ihre Daten für die Reservierung. Bitte schön. Ich hoffe, es ist ein schöner Aufenthalt. Lektion 32. Auf dem Laufenden bleiben. Eng? Ja, ich habe Artikel gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist gut. Welche Themen interessieren Sie am meisten? Ich liebe es, über Technologie und Gesundheit zu lesen. Sie entwickeln sich ständig weiter. Das sind wichtige Bereiche. Haben Sie in letzter Zeit etwas Faszinierendes gelernt? Ja, ich habe von neuen Gesundheitstrends gelesen, die durchaus vielversprechend sind. Interessant. Ich würde gerne mehr darüber hören. Sicher. Es geht darum, Wellness in unseren Alltag zu integrieren. Klingt nach einer Herausforderung, ist es aber wert. Absolut. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Lektion 33. Empfehlungen. Ein neues? Irgendwelche Empfehlungen? Nun, es hängt von Ihrem Budget ab und davon, wonach Sie suchen. Ich bin offen für Vorschläge. Ich brauche etwas Erschwingliches, aber Schönes. Wie wäre es mit einem gemütlichen Café, das tollen Kaffee und Gebäck anbietet? Das klingt entzückend. Ich liebe ein gutes Kaffee. Es gibt eines in der Nähe, das eine schöne Atmosphäre hat. Perfekt. Ich schaue es mir nach der Arbeit an. Sie werden es nicht bereuen. Es ist ein lokaler Favorit. Danke für den Tipp. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Lektion 34. Kommunikationsbedenken. Sie können in einem fremden Land nicht kommunizieren? Ja, es ist eine berechtigte Sorge, aber die meisten Menschen haben Verständnis dafür. Wahr. Ein Lächeln kann viel bewirken, oder? Absolut. Es geht darum, sich zu bemühen, eine Verbindung herzustellen. Lernen Sie vor der Reise jemals grundlegende Sätze? Ich versuche es. Es hilft mir, mich selbstbewusster zu fühlen. Ebenfalls. Es macht Spaß, ein paar Wörter in einer anderen Sprache zu lernen. Sicher. Es macht das Erlebnis reicher. Genau. Außerdem wissen die Einheimischen den Aufwand zu schätzen. Lektion 35. Tagträumen. Bald driftete die kleine Annie zwischen Wolken und der Realität hin und her. Das klingt poetisch. Ist es aus einer Geschichte? Ja, es ist Teil eines Kinderbuchs über Fantasie. Ich liebe solche Geschichten. Sie wecken Kreativität. Genau. Sie erinnern uns daran, große Träume zu haben. Was ist dein liebstes Kindheitsbuch? Ich liebte, wo die wilden Kerle wohnen. Es ist so einfallsreich. Ein Klassiker. Es fängt die Essenz der Kindheit perfekt ein. Das tut es wirklich. Wir brauchen heute mehr solcher Geschichten. Lektion 36. Herausforderungen annehmen. Das ist der Geist. Nehmen Sie Herausforderungen an und streben Sie nach Erfolg. Ich liebe diese Einstellung. Es geht doch nur um Wachstum, oder?
Genau. Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit zum Lernen. Haben Sie ein aktuelles Beispiel dafür? Ja, ich habe bei der Arbeit ein Projekt übernommen, das entmutigend schien. Wie ist es gelaufen? Überraschend gut. Es hat mich dazu gebracht, meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist inspirierend. Daran muss ich mich öfter erinnern. Das tun wir alle. Erfolg steht oft auf der anderen Seite der Angst. Lektion 37: Wirtschaftsaufschwung. Um die Dynamik unserer Wirtschaft wiederherzustellen und die Bemühungen und den Unternehmergeist der arbeitenden Amerikaner zu belohnen. Das ist ein entscheidendes Ziel. Wie können wir das Ihrer Meinung nach erreichen? Indem wir kleine Unternehmen unterstützen und Innovationen fördern. Absolut. Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Auch Investitionen in Bildung sind von entscheidender Bedeutung. Ja, Fachkräfte treiben den Fortschritt voran. Es ist alles miteinander verbunden. Jede Anstrengung zählt. Diesen Zielen müssen wir treu bleiben. Definitiv. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Lektion 38: Parfümangebote. Ich habe gehört, dass es tolle Parfümangebote gibt. Schauen wir es uns an. Hast du einen Lieblingsduft? Ich liebe frische und blumige Düfte. Sie sind so erhebend. Gute Wahl. Ich bevorzuge etwas Warmes und Würziges. Das klingt faszinierend. Gibt es Marken, die Sie empfehlen? Ja, ich liebe Nischenmarken. Sie haben einzigartige Düfte. Ich bin immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Perfekt. Lassen Sie uns unsere nächsten Favoriten erkunden und finden. Ich kann es kaum erwarten. Parfümeinkauf macht immer Spaß. Lektion 39: Home Sweet Home. Ich wohne in einem zweistöckigen Haus, es ist ziemlich geräumig. Das hört sich herrlich an. In welcher Farbe ist es lackiert? Der Boden des Hauses ist weiß gestrichen. Weiß verleiht ihm einen so frischen Look. Wie wäre es mit der Spitze? Es ist eine hellblaue Farbe, sehr beruhigend. Ich kann es mir vorstellen. Hast du einen Garten? Ja, ein kleines mit Blumen und Kräutern. Das klingt wunderschön. Ich liebe auch Gartenarbeit. Es ist entspannend, Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 40: Die Schönheit der Natur. John, ich kann es kaum erwarten, mit dir die Schönheit der Natur zu erkunden. Anna, ich auch. Die Natur hat eine so beruhigende Wirkung auf den Geist. John, auf jeden Fall. Es hat etwas Magisches, draußen zu sein. Anna, hast du darüber nachgedacht, welche Wege du zuerst wandern möchtest? John, ja. Ich kann es kaum erwarten, den malerischen Aussichtspunkt zu besuchen, über den wir gesprochen haben. Anna, das ist eine tolle Wahl. Die Aussicht wird atemberaubend sein. John, auf jeden Fall. Außerdem macht es Spaß, unterwegs verborgene Schätze zu entdecken. Anna, ich stimme zu. Jeder Schritt in der Natur fühlt sich wie ein Abenteuer an. John, lass uns ein paar Snacks einpacken und einen Tag daraus machen.